Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Ja, guten Morgen zusammen. Eine Nachricht für uns, ihr dürft wählen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich brauche jetzt ein bisschen zum Auslegen, das wisst ihr ja. Ich sage es trotzdem immer wieder, weil hier auch öfter mal neue Leute dazukommen. Ups. So. Dann nehmen wir noch eine von den Lennys und die Vögelchen lasse ich danach drauf hüpfen. Ihr wisst, man sieht es und das möchte ich nicht, dann ist man immer so voreingenommen. Und wir nehmen noch eine von den Sanssouci Cards von Nadine Breitenstein. Die Vögel muss ich mir hier vor den Kopf legen, sonst vergesse ich das, obwohl ich es gerade angekündigt habe. So weit ist es schon mit mir. So, sucht euch eine Seite aus. Ich kann mich heute schnell für rechts entscheiden. Und wir gucken, was hier steht. Ja, hier hat man irgendwelche Sehnsüchte, die mit einem sprechen. Man weiß, dass es in der Welt noch irgendwas zu erleben gibt. Man weiß auch, dass vielleicht noch irgendwo etwas auf einen wartet. Man macht sich Gedanken, was man alles so verwirklichen kann, wo es einen hinzieht, welche Veränderungen man gern im Leben hätte. Ja, und es ist ganz wichtig hier, dass man das tut, was wirklich wichtig für einen ist und alles andere mal vernachlässigt. Die 3 der Emotionen. Hier gibt es neue Freunde, Gleichgesinnte, Menschen, die einander näher kommen. Hier kommt ein glücklicher Neuanfang und ein glückliches Ende. Eine Situation, die sich, ich sag mal so, hingewurschtelt hat, dass sie jetzt beendet werden kann. Das kann auch durchaus sein, man schließt hier etwas ab, ne? Eine Berufsausbildung, ein Studium, man heiratet oder man hat so ein Ende, das man vollends akzeptiert und hier voller Sehnsucht auch drauf guckt, was möchte ich denn jetzt, wie geht es weiter? Wir haben hier die Geschäftsvorhaben. Hier darf man vertrauen, dass man in Bezug auf alles, was mit der Arbeit zu tun hat oder dem Beruf, so eine Art Aufstieg, Chance bekommt oder dass etwas halt gut gedeiht. Für die, die nicht arbeiten, ist es halt das Thema, an denen ihr arbeitet, die Themen oder was ihr halt so zu bewerkstelligen habt. Ja, hier darf man mal ehrlich zu sich selber sein, das zeigt auch diese Karte schon an. Was möchte ich eigentlich vom Leben noch, wo zieht es mich hin? Und die Karte sagt auch nochmal, nur wir selber können wissen, was wir brauchen. Ob die anderen das so verstehen oder mitleben, steht da auf einem ganz anderen Blatt, ne? Wir haben die Öffnung des 3. Auges. Hier guckt man auch hinter die Schleier. Es geht sehr viel um das Erkennen der eigenen Wahrheit. So hellsichtige Momente, Intuition, wo es einen hinzieht und wie es laufen könnte. Bauchgefühl ist ja auch sehr wichtig. Wir haben hier die Sense. Hier kann schon sein, dass man mit Schnitten rechnen darf, dass man irgendwo etwas auf einem kurzen Weg verändert. Aber die Sense ist natürlich auch die Karte der Ernte. Ja?
Und diese Bereitschaft auch zu sagen, hier lasse ich etwas weg oder hier mache ich einen Cut. Womöglich gibt es irgendwo Verletzungen im Unterbewusstsein, die man so nährt, indem man sich nicht für sich entscheidet. Das ist hier der Hinweis. Hier haben wir das Großstadtleben. Das heißt, hier wird alles ein bisschen spannender. Man hat Erlebnisse und Begegnungen. Man beginnt irgendwie sogar was wie ein neues Leben. Womöglich zieht man in eine Stadt. Das kommt jetzt für mich nicht in Frage, aber ich verstehe schon, was die Karte sagen will, ne? Hier darf Eintönigkeit weg. Hier hat man diese ungelebten Wünsche, die man noch nicht begonnen hat umzusetzen. Man beginnt hier sozusagen was wie ein neues Leben, das mehr in eine Richtung geht, die man selber mag. Der Kolibri. Ich bin der fliegende Juwel, hebe dich von der Masse ab und bringe stets aktiv deinen Einsatz, um deine Ziele zu erreichen. Auch hier ist wieder so, lege los, ne? Investiere in dich und deine Dinge und verspüre dabei Leichtigkeit und nicht so dieses Ding, man müsste jetzt dringend ganz schwer, unter schweren Umständen irgendetwas umsetzen. Das war unsere Botschaft. Wir gucken uns die andere Seite an. Was habt ihr Schönes? Ja, ihr habt erstmal was ganz Tröstliches, denn hier wird gesagt, egal wo du jetzt trauerst oder wo so Melancholie ist, man hat hier das Umsorgtsein von Engeln. Man versteht, wie wichtig solche Situationen für unser Wachstum ist, obwohl sie keiner gerne mag. Also da, wo Melancholie oder Traurigkeit ist, möchte man immer gern, dass das schnell vergeht. Aber hier soll man sich auch Zeit nehmen, ne? Um Vergebung in Situationen zu bringen und um später auch in Freude anzunehmen. Hier ist viel Trostpotenzial, Trostpflaster sozusagen. Wir haben hier die 7 der Fülle, das ist für mich immer diese Gärtnerenergie. Viele Grüße an Uta. Und hier ist man so in der Phase, wo man dieses, was man ausgesät hat, pflegt, wo man sich sorgt, wo man drauf guckt, dass man eine gute Ernte hat, aber man ist noch in dieser Phase, wo eben tatsächlich viel Arbeit reingesteckt wird, ne? Wo man auch die Zeit hat, sich auszuruhen, bevor dann die große Ernte beginnt, zu genießen, zu gucken, wie die Sachen gedeihen. Wir haben die emotionale Genesung, das passt sehr gut, wenn hier irgendwo Trost gebraucht wird. Die Karte sagt auch, erinnere dich daran, dass wenn das Herz wieder, ja, die Herzenergie frei fließt, dass man auch wieder mehr Liebe empfangen kann, dass man sich wieder öffnet. Bewege dich. Man stärkt den Körper, aber heißt natürlich auch, man geht nach vorne, ne? Man macht weiter, man schaut, dass irgendwie etwas vorwärts geht. Die innere Schönheit, die rosarote Rose haben wir hier. Hier wird dir gesagt, du bist irgendwie ein leuchtendes Beispiel, ne? Du bist perfekt, du darfst dein Licht erstrahlen lassen, sei Inspiration auch für andere. Ich habe so dieses Gefühl, hier wird viel verarbeitet und man muss alles erst begreifen und wieder daran arbeiten, dass man sein eigenes Licht wahrnimmt. Wir haben mit dem Kreuz natürlich die schicksalshafte Situation. Auch hier ist wieder so eine bestimmte Tristesse oder man fühlt sich geplagt mit irgendetwas. Und ihr habt hier noch die Prinzessin auf der Erbse. Ja, hier ist man vielleicht ein bisschen wählerisch. Man möchte nicht alles haben, was man vor die Nase kriegt, sondern das, was man auch gern hätte. Es stört einen manchmal das kleinste Ding. Man wird einfach auf seine Befindlichkeiten hingewiesen, ne? So, hier haben wir die Dole.
Ja, das passt sehr schön, jetzt habe ich Gänsehaut. Ich bin der Überbringer von Nachrichten und Botschaften. Ich bringe Licht in dein Dunkel. Ich warne dich vor einer unerwünschten Situation und ich helfe dir, einen wichtigen Impuls zu finden für eine entsprechende Lösung. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.